Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen kleinen Überblick geben und ein neues Element testen, ein Peltier-Element. Das Modell heißt TEM1 bis 12706 SR. Es unterscheidet sich von einem gewöhnlichen, ich habe hier ein zweites zum Vergleich genommen, dass hier Keramikplatten oben und unten sind, während bei diesem neuen Modell eine Metallplatte verbaut ist. In den Spezifikationen steht, dass es sich um Aluminium handelt, aber die Farbe ist eher bronzefarben. Vielleicht Legierung, es ist nicht genau angegeben, oder vielleicht ist es einfach nur in dieser Farbe lackiert. Aber die Platten sind kalt, das heißt, es ist Metall. Aber es kostet natürlich viel mehr. Wenn ein gewöhnliches Peltier vom Typ 12706 etwa $2 kostet, dann kostet dieses Modell, das ich bestellt habe, eine sehr seltene Sache, mehr als $10. Es sind entweder 12 oder 15, ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen, dort wird der Preis angegeben sein. Ich habe es schon lange bestellt, ich erinnere mich nicht mehr. Nun, etwa 15, das heißt, es ist um ein Vielfaches teurer. Und jetzt werden wir sie testen, vergleichen, ob es Sinn macht, so ein Peltier-Element zu kaufen, wie viel effizienter es arbeiten wird als dieses hier. Das heißt, wir werden parallel 2 anschließen und die Temperatur messen. Auch, wenn Sie an solchen Videos interessiert sind, schreiben Sie es in die Kommentare, ich werde andere Modelle bestellen. Es gibt bereits viele verschiedene Arten, von denen es, nun ja, von den gewöhnlichen viele Reviews gibt, aber von solchen mit Metallplatten wenige. Und es gibt auch zweistufige Peltier-Elemente, die bereits fertig montiert sind, sie sind dicker, haben 2 Kühlstufen und eine große Temperaturdifferenz. Das heißt, wenn es viele Kommentare und viele Leaks gibt, kann ich verschiedene Modelle bestellen und testen. Wenn dies ein erfolgreiches Modell ist, werde ich es in einen Kühlschrank einbauen, einen Autokühlschrank, und wir werden sehen, auf welche Temperatur er abkühlen wird. Nun, um all das zu testen, werde ich Sie an dieses Netzteil mit 12 Volt anschließen. Für den Dauerbetrieb ist es für ein Modul geeignet. Das heißt, ein Modul pro Netzteil. Nun, zum Beispiel kurzfristigen Betrieb werde ich im Prinzip 2 an ein Netzteil anschließen, und ich denke, es wird es schaffen, es wird sich nur mit der Zeit erwärmen. Und zur Kühlung der Peltier-Elemente habe ich dieses Wasserkühlsystem mit Wasserblöcken gebaut. Dies wird für PCs verwendet, zur Kühlung von Prozessoren oder Grafikkarten. Und ich werde das Wasser durch einen Topf mit Wasser zirkulieren lassen. Was genau unsere Peltier-Elemente kühlen wird, da ich keine 2 identischen Radiatoren mit Lüftern habe. Nun, um gleiche Bedingungen zu schaffen, werde ich es genauso machen können, und wir werden die Temperaturen an den beiden Peltier-Elementen unter gleichen Bedingungen messen. Wärmeleitpaste werde ich vorerst nicht auftragen, um es nicht zu verschmutzen, denn erst bei der endgültigen Installation werde ich sie auftragen. Aber vorerst werde ich sie einfach so auf den Wasserblöcken befestigen, anschließen und die Temperatur messen. So, das habe ich hier aufgebaut. Das Netzteil habe ich angeschlossen. Daran habe ich ein Voltmeter Ampermeter angeschlossen, damit wir den verbrauchten Strom und die Leistung der Peltier-Elemente messen können. Wir werden jedes nacheinander anschließen und sehen, denn 2 separate Voltmeter anzuschließen, würde unzählige Kabel bedeuten. Hier habe ich alles nach dem Schema angeschlossen, ich werde es nicht erklären, ich habe ein separates Video, wie man solche Voltmeter mit Ampermeter richtig anschließt, den Link dazu lasse ich in der Beschreibung. Und hier an diesen Klemmenblock werden wir das Peltier-Element anschließen. Ich habe auch 2 Temperatursensoren genommen. Übrigens, das ist schlecht zu sehen. Das ist ein grüner Sensor, dieser hier ist rot. Der rote ist gut sichtbar, aber der grüne ist praktisch nicht sichtbar. Ich dimme mal das Licht. Das heißt, wenn Sie Temperatursensoren auswählen, beachten Sie, dass der grüne und rote, aber bei Beleuchtung der grüne sehr schlecht, praktisch gar nicht sichtbar wird. Es ist also besser, einen roten oder blauen zu nehmen. Der grüne wird überstrahlt und ist dann schlecht zu sehen. Wir werden je einen Sensor von jedem auf dem Peltier-Element befestigen, um zu messen, wie es sich abkühlt. Und ich werde einfach, denke ich, es so mit Isolierband befestigen und fixieren. Das geht schneller, und später wird weniger Zeit für das ganze Zerlegen und Aufräumen benötigt. So nehmen wir es und befestigen sowohl das Peltier-Element als auch den Temperatursensor sofort am Wasserkühler. So, einer ist fertig. Und jetzt der zweite. Ich habe das Licht gedimmt, damit es besser sichtbar ist. Jetzt werden wir anschließen. Zuerst schließen wir an. Den Minuspol kann man dauerhaft anschließen. Wir schließen einen Stecker an und den zweiten Stecker schließen wir den Minuspol dauerhaft an. Den Pluspol werden wir jetzt der Reihe nach ausprobieren. Zuerst werden wir sehen, wie viel jeder verbraucht.
Jetzt schließen wir den neuen an, der auf Aluminiumbasis ist. So, wir legen Strom an. Der Strom beträgt 3,3 Ampere. Er ändert sich periodisch, die Werte schwanken. 30 Watt bei 12 Volt. Und übrigens, ich habe es falsch angeschlossen. Falsche Seite. Es wurde heiß, im Gegenteil, es begann sich zu erwärmen. Weil ich den Trick verstanden habe. Die Seite, auf der die Buchstaben stehen, wird heiß. Und hier ist es umgekehrt. Wo die Buchstaben sind, kühlt es beim weißen Element, aber hier erwärmt es sich. Man muss es umdrehen. Alles klar, Versuch 2. Strom angelegt. 3,8 Ampere Strom, 44,5 Watt Leistung bei 12 Volt. Es beginnt sich abzukühlen, es sind schon 18 Grad, und die Temperatur fällt. Also, gemessen, 44 Watt. Die Spannung ist bei uns gleich. Jetzt schließen wir das zweite Peltier-Element an. Was kommt hier bei uns heraus? Und hier verbraucht es bei gleicher Spannung 30 Watt. Das heißt, dieses Peltier-Element auf Aluminiumbasis verbraucht 15 Watt mehr Strom als das weiße. Bei 15,6 Volt sollte der maximale Strom 6 Ampere betragen. Das heißt, bei 12 Volt wird er weniger sein. Also, das hier ist ein 30 Watt Peltier-Element. Es hat sich bereits auf 3 Grad abgekühlt. Hier haben wir eine Leistung von 45 Watt. Nun, ich warte jetzt, bis sich die Temperaturen angeglichen haben. Das heißt, es wird sich wieder erwärmen. Und wir werden sie gleichzeitig einschalten. Dann sehen wir, welches besser funktioniert. Die Temperaturen haben sich bei uns fast angeglichen. Raumtemperatur. So, wir schalten beide Elemente gleichzeitig ein. Wir haben einen Strom von 6,5 Ampere, die Spannung ist etwas gesunken, und die Leistung beider Peltier-Elemente beträgt 73 Watt. Und wir werden jetzt anhand der Temperaturen sehen, welches besser und schneller kühlt. Nun, es ist sofort ersichtlich, dass dieses hier etwas in Führung gegangen ist und schneller kühlt. Dieses hier ist etwas langsamer, aber wir werden sehen, vielleicht holt es mit der Zeit ein. Wir werden sehen, welche Mindesttemperatur erreicht wird. Das ist auch wichtig für einen Kühlschrank, wie viel kälter es kühlen wird. Hier ist es bereits im Minusbereich. Bald wird sich hier Kondenswasser ansammeln und gefrieren. Dieses hier erreicht vorerst 0 Grad. So, auch eine Minustemperatur hat sich eingestellt. Nun, es ist gut, dass hier Wasserblöcke sind und das Wasser noch kalt hierher fließt, so kühlt es das Peltier-Element gut und ermöglicht es, es auf gute Temperaturen zu bringen. Nun, die Bedingungen sind bei uns gleich. Wasser wird zugeführt und über ein T-Stück gleichmäßig verteilt. Die Kühlung ist gut. Und die Pumpe, die das Wasser zirkuliert, habe ich in einem früheren Video vorgestellt. Das heißt, im Moment läuft diese kleine Pumpe mit 5 Volt, damit sie nicht zu laut ist. Man könnte die Zirkulation also noch stärker einstellen, sie läuft derzeit auf Minimum. Der Rücklauf ist trotzdem kalt, das heißt, er schafft es nicht, sich zu erwärmen. Nur ganz leicht lauwarm. Nun, wenn man vergleicht, ja, dieser Rücklauf vom Aluminium-Peltier-Element ist etwas wärmer. Nun, es ergibt sich ein Unterschied von etwa 3 Grad. Dieses hier war beim Start 3 Grad voraus, und so kam es, dass es 3 Grad kälter ist. Die Temperatur sinkt nicht weiter, minus 10,5, minus 7,5. Die Wasserblöcke sind kalt, das heißt, die Wärmeabfuhr ist gut, sie erwärmen sich nicht. Die Wasserblöcke haben bei uns Raumtemperatur. Sie erwärmen sich überhaupt nicht. Die Kühlung ist gut. Ich könnte versuchen, Zirkulation zu erhöhen. Ich werde die Spannung der Pumpe höher einstellen und sehen, ob vielleicht, wenn man die Zirkulation erhöht, die Temperatur sinkt. So, ich habe die Pumpe auf 12 Volt eingestellt. Also, ich habe ein wenig gewartet, es hat funktioniert, aber ein großer Unterschied ergab sich nicht. Peltier auf Aluminiumsubstrat zeigt minus 11 Grad an.
Und der normale keramische Peltier zeigt minus 7,6 Grad an. Nun, fast 3,5 Grad, ein Unterschied von 3 bis 4 Grad. Das heißt, dieser ist wesentlich, denn wenn ein Kühlschrank in einem Fall plus 10 Grad hat und dieser hier plus 7 Grad, dann ist die Kühlleistung besser. Nun, ich werde ihn in den Kühlschrank einbauen und sehen, wie er dort funktioniert. Ich denke, das ist eine gute Eigenschaft. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und schreibt Kommentar. Im nächsten Video könnte ich ein zweistufiges Peltierelement bestellen und seine Eigenschaften Dort beträgt der Temperaturunterschied zwischen der heißen und kalten Seite etwa 45 Grad. Deshalb kann man ihn, denke ich, noch stärker kühlen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss zusammen.